Hallo ihr Lieben, heute gibt es das Rezept für jene Plätzchen, die ich euch auf Instagram als meinen diesjährigen Favoriten im Winterspecial vorgestellt habe. Für den Teig braucht ihr weiche Butter, Mehl, Haselnüsse, Puderzucker und Vanillepulver, Sauerrahm, ein Ei, eine Prise Salz und Zimt. Für die Füllung braucht ihr Haselnüsse, Eiweiß, Puderzucker, Zartbitter-Schokoblättchen oder auch fein geriebene Zartbitterschokolade, eine Prise Salz und Zimt. Zuerst bereitet ihr den Teig vor und dafür gebt ihr die weiche Butter in eine Schüssel zusammen mit folgenden Zutaten: Puderzucker und Vanillepulver, eine Prise Salz und Zimt. Mixt die Zutaten kurz cremig und fügt anschließend das Ei hinzu. Es folgt der Sauerrahm bzw. die saure Sahne, die Haselnüsse und zum Schluss wird das Mehl per Hand eingeknetet. Und das mache ich wie in den meisten meiner Videos nicht auf einmal, sondern portionsweise. Knetet nicht zu lange, sondern nur so lange, bis sich ein kompakter Teig gebildet hat. Fertig ist er, wenn er so aussieht. Er klebt nicht mehr an der Schüssel, ist aber trotzdem weich. Halbiert den Teig und wickelt jede Hälfte in Frischhaltefolie ein. Ich drücke den Mürbeteig mit meinen Fingerchen immer schön flach, denn so kühlt er einfach schneller aus. Diese hübsch verpackten Teigplatten stellt ihr jetzt in den Kühlschrank für mindestens 1 bis 2 Stunden. Danach sind sie ziemlich fest und brüchig, aber sie werden jetzt in Stücke gebrochen und mit den Händen wieder erwärmt und anschließend ausgerollt. Verwendet beim Ausrollen nur so viel Mehl wie notwendig ist, dass der Teig euch nicht anklebt. Je mehr Mehl, umso trockener werden die Kekse. Ich verwende auch gerne solche Ausrollstäbe, denn dann wird der Teig überall gleichmäßig dünn. Den gibt es übrigens auch im Baumarkt zu kaufen aus Holz. Anschließend stecht ihr aus dem Teig einfach ganz viele Kreise aus. Meine haben einen Durchmesser von 6 cm, ihr könnt aber auch gerne kleinere oder etwas größere machen. Dasselbe Spiel wiederholt ihr mit der zweiten Teigplatte, die noch im Kühlschrank wartet. Und natürlich werden auch die Reste wieder zu einem Teig verknetet und ausgerollt. Sollten die Reste zu weich sein und schwer zum Bearbeiten sein, wickelt sie einfach in Frischhaltefolie, stellt sie in den Kühlschrank und dann könnt ihr fortfahren. Das Ausrollen und Ausstechen dauert ein bisschen und damit euch die Teigstücke nicht austrocknen, solltet ihr sie unbedingt abdecken. Ist der komplette Teig ausgestochen, ist die Füllung an der Reihe und dafür wird das Eiweiß mit einer Prise Salz kurz cremig geschlagen. Danach fügt ihr nach und nach den Puderzucker hinzu und schlagt so lange weiter, bis daraus eine stabile Masse geworden ist. Hier sieht man, dass der Eischnee zwar stabil ist, aber auch noch leicht cremig, also nicht zu lange schlagen. Rührt den Zimt mit ein und hebt die Haselnüsse unter. Jetzt folgen die Schokoblättchen und ich zerkleinere die mit der Hand noch zusätzlich, denn so kommt die Füllung dann später leichter durch den Spritzbeutel. Falls ihr die Schokolade selber schneidet oder reibt, dann sollte sie wirklich schön fein sein. Gebt die Füllung in einen Spritzbeutel, schneidet ein Loch hinein und bereitet ein Backblech vor, welches ihr mit Backpapier auslegt. In der Zwischenzeit sind die Teigstücke nicht mehr ganz so kalt, sie sind etwas weicher geworden und dadurch sind sie biegsamer. Deswegen habe ich euch auch gesagt, dass wir zuerst den Teig ausstechen und erst dann die Füllung vorbereiten, denn die Füllung, die kann nicht so lange stehen, da ist Eiweiß drin und es wird im Laufe der Zeit fester. Also macht es bitte unbedingt nach dieser Reihenfolge. Verteilt immer auf die Hälfte des Teigstückes etwas von der Füllung, klappt das Ganze um, ihr könnt die Füllung dann noch ein bisschen verstreichen mit einer Palette, damit es schöner aussieht und legt die Kekse mit Abstand zueinander auf das Backblech. Auf diese Weise backt ihr sie im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 15 bis 17 Minuten.
Es sind jetzt nicht irgendwie beim Backen mehr Kekse geworden, ich habe einfach alle auf ein Blech draufgelegt, damit ich sie leichter bestreuen kann. Aber ihr seht hier schon, dass sie noch relativ hell sind, das heißt, sie bekommen beim Backen so einen ganz leicht hellbraunen Rand, ansonsten bleiben sie eher weiß. Lasst sie vollständig auskühlen, bestreut sie mit Puderzucker und verpackt sie in Metallboxen, die ihr mit Küchenrolle auslegt und lagert sie an einem kühlen Ort. Dort sind sie mindestens 2 bis 3 Wochen haltbar, aber ich wette, so lange werden sie es nicht überleben. Beziehungsweise spreche ich aus Erfahrung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns wieder im nächsten Video.